Dinosaurier sind faszinierende Kreaturen. Es gab gigantisch große Langhalssaurier mit über 40 Metern Länge. Gut gepanzerte Pflanzenfresser und natürlich gigantische Fleischfresser, die mit über 10 Metern Länge die Kontinente unsicher machten. Es ist daher nicht verwunderlich, dass uns Dinosaurier überall ständig begegnen. Als Spielzeugfiguren, Computerspielelemente und sogar als Filmhauptdarsteller. Dabei ist es den Befürwortern der Evolutionslehre gelungen, Dinosaurier zu einer Art Popstars ihrer Weltanschauung zu machen. In jedem Buch oder Film mit Informationen über Dinosaurier werden gigantisch lange Zeiträume der Erdvergangenheit sowie die Naturprozesse der Evolution als Schöpfer der Dinosaurier propagiert. Und so wird jedes Kind, das sich für Dinosaurier begeistert, automatisch mit einer evolutionistischen Weltsicht konfrontiert. Allerdings müssen die Fossilien von Dinosauriern gar nicht zwangsläufig in diesem evolutionären Rahmen gedeutet werden, der die Welt ohne einen Schöpfergott erklären will. Im Gegenteil, dieselben empirischen Daten, also die Dinosaurierfossilien, lassen sich auch ganz anders deuten. Und zwar auf Grundlage einer Schöpfungsperspektive, die fest auf dem verlässlichen Wort Gottes, der Bibel, beruht und Deutungsangebote für die beobachtbaren Daten, in diesem Fall eben die Dinosaurierfossilien, an die Hand geben möchte. Das Wort Dinosaurier bedeutet schreckliche Echsen und setzt sich aus den altgriechischen Wörtern Deinos für schrecklich und Sauros für Echse zusammen. Der schöpfungsgläubige Anatom und Paläontologe Sir Richard Owen erfand den Namen Dinosaurier im Jahr 1842. Verschiedene Gruppen von Meeressauriern wie langhalsige Plesiosaurier, massive Pliosaurier und delfinartige Ichthyosaurier sind keine Dinosaurier. Das gilt auch für Flugsaurier. Sie sind mit den Dinosauriern aber ähnlich. Gemeinsam mit den Flugsauriern und Dinosauriern und den heutigen Krokodilen nennt man diese Gruppe Archosaurier. Krokodile sind also Saurier, aber keine Dinosaurier. Die größeren Mosasaurier wurden etwa 15 bis 18 Meter lang. Biologen ordnen sie gemeinsam mit den Schlangen und Echsen bei den Schuppenkriechtieren ein. Mosasaurier waren eine eigene Gruppe, die fossil plötzlich ohne Vorläufer mit über 40 Gattungen in der oberen Kreide auftaucht. Ichthyosaurier wurden bis zu 15 Meter lang und sind fossil seit der unteren Trias bekannt. Sie lebten früher auch in den Meeren, wo heute Deutschland ist, und waren lebendgebärend. Flugsaurier tauchen in der fossilen Überlieferung fertig und flugfähig auf. Der Fossilbefund liefert keine Hinweise auf einen sich schrittweise entwickelnden, evolutionären Ursprung der komplexen Flugfähigkeiten von Flugsauriern. Abgesehen von ein paar unbedeutenden Ähnlichkeiten zum kleinen Archosaurier Scleromochlus aus der oberen Trias in Schottland, der aber sicher nicht aktiv fliegen konnte. Die Bibel sagt ziemlich eindeutig, woher die Meeressaurier, die Flugsaurier und die Dinosaurier kommen. Sie sind wie alle anderen Tiere von Gott erschaffen worden. Allerdings an verschiedenen Tagen. Die Meeressaurier und auch die Flugsaurier sind als Wasser- bzw. Lufttiere am 5. Schöpfungstag erschaffen worden. Die Dinosaurier hingegen wurden als Landtiere erst am 6. Schöpfungstag erschaffen. Das Besondere an Dinosauriern im Vergleich mit den anderen genannten Reptilien ist, dass der Körper der Dinosaurier senkrecht auf ihren Beinen ruhte. Die Beine der Dinosaurier waren also nicht seitlich abgespreizt wie bei heutigen Echsen, Waranen, Krokodilen oder eben auch Meeressauriern. Wenn man davon ausgeht, dass es in der Schöpfungswoche noch keinen Tod gab
können wir erwarten, dass es keine Tierfossilien aus der Zeit vor dem Sündenfall gibt. Alle Fossilien, die man findet, müssten also nach der Schöpfungswoche entstanden sein, da am Ende der Schöpfung alles sehr gut war. Außerdem wird im Römerbrief in Kapitel 8 ab Vers 18 die sogenannte Vergänglichkeit der Schöpfung erwähnt. Diese Sterblichkeit oder Vergänglichkeit trat wahrscheinlich erst nach dem Sündenfall in der Tierwelt ein und war nicht ursprünglich so von Gott gewollt gewesen. Daher waren wohl auch die Meeressaurier am Anfang reine Pflanzenfresser. Wie viele biologische Arten von Dinosauriern es gab, ist unter Wissenschaftlern umstritten. Einfache Antworten gibt es nicht, denn wir haben nur wenige Indizien, das sind die einzelnen Fossilien, um komplexe Fragestellungen zu beantworten. Man kann ungefähr von etwa 1000 bekannten Dinosaurierarten ausgehen. Nun hat aber der berühmte Dinosaurierforscher Jack Horner die Theorie aufgestellt, dass einige Arten eigentlich nur verschiedene Altersstadien darstellen. Also zum Beispiel jugendliche und erwachsene Formen der Ceratopsier, also der Hornsaurier. Wenn das stimmt, gab es grob 500 Dinosaurierarten. Allerdings sind längst nicht alle Experten mit den Thesen von Jack Horner einverstanden. Aus Schöpfungsperspektive ist aber die Anzahl heutiger Arten, die man Biospezies nennt, nicht die entscheidende Frage, sondern die nach der Anzahl von Gott in der Schöpfungswoche geschaffenen Arten, was Schöpfungswissenschaftler auch Grundtypen nennen. Die Forschung hat deutlich gezeigt, dass sich neue Arten ziemlich schnell und unproblematisch aus bereits bestehenden, genetisch vielfältigen Grundtypen herausbilden bzw. spezialisieren können. Das nennt man auch Mikroevolution. Diese kleine Evolution spielt sich innerhalb der Grenzen von geschaffenen Arten ab und entfaltet bzw. rekombiniert das genetisch bereits vorhandene Potenzial. Darwin hatte nun aber behauptet, dass Arten sich quasi unendlich weiterentwickeln können. Aus Bakterien werden irgendwann Fische, Reptilien, Dinosaurier, Säugetiere und Menschen. Diese Makroevolution ist allerdings empirisch nicht beobachtbar. Die Schöpfungsforschung konnte aufgrund von Kreuzungen, Hybriden, hingegen zeigen, dass sehr häufig Mitglieder von Tierfamilien gemeinsam zu derselben geschaffenen Art, Grundtyp, zugeordnet werden können. Ein Beispiel sind diese Liger, Kreuzungen aus Löwe und Tiger, die bis zu 4 Meter lang werden. Löwe und Tiger bilden gemeinsam mit allen anderen Katzenartigen den Grundtyp Katzen. Ebenso bilden alle diese Hühnervögel, die kreuzbar sind, einen Grundtyp. Nicht zu diesem Grundtyp gehören Entenvögel, aber dafür viele weitere Hühnervögel, sodass dieser Grundtyp insgesamt etwa 250 Arten umfasst. Evolution findet empirisch nachweisbar nun aber nur innerhalb dieser Grundtypen statt und nicht aber darüber hinaus. Bei geschätzt 120 bekannten Dinosaurierfamilien könnte man vermuten, dass es ungefähr 240 Dinosaurier in der Arche gegeben haben dürfte, wenn die Dinosaurier zum Zeitpunkt der Sintflut noch nicht ausgestorben waren, was in Anbetracht der Verbreitung von Fossilien aber ziemlich wahrscheinlich ist. Da Gott die ganze Schöpfung als sehr gut beurteilt hat, sollte es auch Spuren von genialem Design bei Dinosauriern geben. Und die gibt es tatsächlich. Langhälse, auch Sauropoden genannt, waren gigantisch groß und zwar ungefähr 35 bis 40 Meter lang, vielleicht sogar noch größer. Man schätzt sie auf bis zu 80 Tonnen Gewicht. Das ist fast so groß und schwer wie ein Blauwal. Das entspricht 15 Elefanten. Daher brauchen Langhälse geniale Anpassungen, damit sie an Land überhaupt gehen können und nicht unter ihrem eigenen Gewicht erdrückt werden.
Ähnlich wie heutige Vögel hatten Dinosaurier Luftsäcke bis tief in die Knochen hinein, die mit der Lunge verbunden waren. Dadurch konnten Langhälse insgesamt viel Gewicht sparen. Und weil sie im Gegensatz zu heutigen Reptilien wahrscheinlich viel Körperwärme erzeugten, konnten sie Wärme durch den langen Hals abgeben. Der amerikanische Fossilienforscher Matthew Wedel schrieb ganz begeistert über die Sauropoden: Sie waren Wunder der biologischen Ingenieurskunst, und diese Effizienz des Designs zeigt sich besonders deutlich an ihren Wirbeln, den Knochen, aus denen die Wirbelsäule besteht. Trotz ihrer gewaltigen Größe startete das Leben der Sauropoden ziemlich klein. Wenn Sauropoden schlüpften, wogen sie nur ca. 5 bis 6 Kilogramm und waren anfangs nur so groß wie eine Gans. Kein einziges gefundenes Dinosaurier-Ei war deutlich größer als ein Basketball. Man nimmt daher an, dass die Sauropoden dann einige Jahrzehnte brauchten, um auf ihre volle Größe heranzuwachsen. Noah hätte also auf die Arche einfach Jungtiere mitnehmen können, die kleiner als ein Pferd waren. Die Horndinosaurier hatten manchmal keine und manchmal auch ganz viele Hörner. Styracosaurus hatte einen riesigen, gut gepanzerten Kopf, der 1,5 Meter groß und total schwer war. Wie kann man einen solchen riesigen Kopf bewegen? Auch dafür gibt es eine geniale Lösung. Styracosaurus hatte eine Verbindung zwischen Hals und Schädel, die wie eine Anhängerkupplung aussieht. Der Knochen ist fast perfekt rund, sodass sich der Schädel darauf in alle Richtungen bewegen kann. Die sogenannten Dickkopfsaurier namens Pachycephalosaurier waren zweibeinige Dinosaurier. Manche Wissenschaftler nehmen an, dass sie sich gegenseitig mit den Köpfen gerammt haben, auch wenn das pure Spekulation ist. Dickkopfsaurier hatten nämlich richtig massive Schädeldecken, die bis zu 25 cm dick waren. Hadrosaurier bzw. Entenschnabelsaurier heißen so, weil sie einen mehr oder weniger großen Schnabel hatten. Der sieht ähnlich aus wie der Schnabel einer Ente oder eines Schnabeltiers. Aber alle drei Schnäbel sind nicht miteinander verwandt. Von Entenschnabelsauriern gab es eine riesige Vielfalt bei den Kopfformen. Manche Wissenschaftler vermuten, dass sie mit dem Horn laute Geräusche machen konnten, wie zum Beispiel bei Parasaurolophus. Im Paradies lebten Menschen und Dinosaurier nebeneinander, da der Mensch am 6. Tag nach den Landtieren erschaffen worden ist. Gottes Ziel war es, ein Wesen zu erschaffen, das Gott selbst in mancherlei Hinsicht ähnlich ist. Gott wollte nämlich eine tiefe, liebevolle Beziehung zu den Menschen haben. Alles war sehr gut im Garten Eden. Die Tiere fraßen das grüne Kraut und die Früchte waren für die Menschen gemacht. Doch leider blieb es nicht so, wie wir aus dem 3. Kapitel im Buch 1. Mose erfahren. Der Teufel bemächtigte sich einer Schlange und sprach zu der ersten Frau, die später Eva genannt wurde. Die Schlange fragte die Frau, ob Gott wirklich gesagt hatte, dass sie von keinem Baum des Gartens essen dürften. Die Frau antwortete, dass das Verbot nur für den Baum der Erkenntnis in der Mitte des Gartens galt. Wenn sie davon essen würden, müssten sie sterben. Die Schlange entgegnete, dass sie gewiss nicht sterben würden. Damit redete die Schlange Eva ein, dass Gott ein gemeiner Lügner sei, der den Menschen nichts gönnen würde. Ihr werdet sicherlich nicht sterben. Wenn ihr davon esst, werden eure Augen aufgetan und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Die Frau aß von der Frucht. Sie gab auch ihrem Mann davon und er aß ebenso. Da wurde ihnen ihre Schuld bewusst.
Sie hatten das einzige Gebot Gottes übertreten. Nun waren sie von Gott getrennt, sündig, allein und vor allem sterblich. Gott musste sie aus dem Paradies verbannen. Allerdings gab er ihnen noch das Versprechen mit, dass eines Tages ein Nachkomme der Frau die Schlange im Todeskampf besiegen würde. Diese Prophezeiung erfüllte sich in Jesus Christus, der Sünde, Tod und Teufel am Kreuz von Golgatha besiegte, als er stellvertretend für unsere Schuld starb und damit symbolisch der alten Schlange den Kopf zertrat. Durch seinen Sündenfall riss der Mensch sich selbst und die ihm unterstellte Schöpfung samt der Tierwelt von Gott los. Und eine leidvolle, böse Welt voller Tod und Gefahr begann. Erst hier kann man davon ausgehen, dass Raubsaurier anfingen, Fleisch zu jagen. Auf jeden Fall wird nach dem Sündenfall das erste Mal von Dornen und Disteln berichtet, also von Abwehrmechanismen der Pflanzen. Vielleicht hat Gott nach dem Sündenfall also auch die Tiere verändert. Möglicherweise hat er genetische Verschaltungen geändert. Zum Beispiel mittels sogenannter Transposons. Das sind im Erbgut bewegliche genetische Elemente. Oder Gott hat direkt ins Erbgut eingegriffen. Wir wissen es nicht. Wahrscheinlich entstanden damals die vielen Tötungsmechanismen, über die Fleischfresser wie die Raubsaurier verfügen. Die Beutetiere hingegen wurden mit Verteidigungsmechanismen ausgestattet. In der Bibel wird im Römerbrief Kapitel 5 ab Vers 12 erklärt, dass der Tod der Menschen durch Adam in die Welt kam. Auch sonst gibt es in der Bibel keinen Hinweis auf den Tod der Tiere vor dem Sündenfall. Da Gott die Schöpfung als sehr gut bezeichnete und sich die Tiere in der Schöpfungswoche pflanzlich ernährten, ist es ziemlich klar, dass sich Tiere vor dem Sündenfall nicht gegenseitig umbringen mussten. Auch in der Zukunft, wenn Jesus wiederkommt, wird es wohl keine Fleischfresser mehr geben. Die Raubsaurier waren unglaublich gut bewaffnet mit riesigen Zähnen und oft auch gewaltigen Klauen. Die allergrößten bekannten Raubsaurier waren insgesamt 12 bis 15 Meter lang. Dazu zählen natürlich Tyrannosaurus, aber auch der Carcharodontosaurus. Die allergrößten Raubsaurier mit ca. 15 Meter Länge waren aber Giganotosaurus und Spinosaurus. Die Zähne dieser Raubsaurier wurden bis 18 cm lang. Zu den Tötungsmechanismen der Raubsaurier gehörte oft ein gefährlicher Biss. Tyrannosaurus Rex, der König der Herrscherechsen, war ca. 12 bis 13 Meter lang und wog ungefähr 6 bis 7 Tonnen. Tyrannosaurus konnte mit einem Druck von fast 6 Tonnen Gewicht zubeißen. Das wäre 3-mal mehr als heute beim weißen Hai. Ein Zahn eines Tyrannosaurus steckte übrigens noch im Rücken eines Entenschnabelsauriers fest. Der größte Maniraptor war der sogenannte Utahraptor, der immerhin 7 Meter lang wurde. Utahraptoren sind verwandt mit den kleineren Velociraptoren oder Deinonychus, die man gemeinhin einfach als Raptoren bezeichnet und die eine lange Fußklaue zum Festhalten, Durchbohren und vielleicht auch Aufschlitzen ihrer Beute besaßen. Übrigens weiß man bei den Maniraptoren nicht genau, wie viele Federn sie überhaupt hatten. Für Gott ist es natürlich kein Problem, Federn auch bei verschiedenen Maniraptoren, Urvögeln und Vögeln zu verwenden, da er die Merkmale bei geschaffenen Grundtypen zuteilen konnte, wie er wollte. In der Bibel steht, dass alles Fleisch, das heißt alle Menschen und vielleicht auch alle Tiere, inklusive der Raubtiere, böse war. So war die Zeit nach dem Sündenfall von schrecklicher Gewalt und Bosheit geprägt. Da beschloss Gott, noch einmal neu anzufangen mit 8 Menschen und von jeder Schöpfungsart ein Männchen und ein Weibchen.
und bei manchen Tieren auch 7 Stück oder 7 Paare. Diese 8 Menschen gehörten zu Noahs Familie. Noah war der Einzige, der noch Gott lieb hatte und auf ihn hörte. Gott sagte ihm, er solle eine Arche bauen, ein riesiges Holzschiff mit 3 Stockwerken. Er sollte darin Käfige bauen, Nahrungsvorräte anlegen und das Schiff wasserdicht abdichten. Noah hörte auf Gott, auch wenn es sicher Jahre dauerte und er möglicherweise auch Arbeiter anheuern musste. Das Schiff war nämlich riesengroß, etwa 150 Meter lang, 25 Meter breit und 15 Meter hoch. Das ist etwa 1,5 Mal so lang wie ein Fußballplatz. Somit hatte die Arche mindestens ein Volumen von 40.000 Kubikmetern. Schließlich schickte Gott die Tiere jeweils paarweise zur Arche und sagte dann zu Noah: Geh mit deiner Familie und den Tieren in die Arche. Gott hatte nämlich die Tiere zur Arche geschickt. Das wird wie in einem riesigen Zoo gewesen sein. Sicher hat es ziemlich gerochen. Es gibt aber mehrere Schätzungen zu der Anzahl von Grundtypen, die zeigen, dass das nicht so unrealistisch ist. Schätzt man alle bekannten Grundtypen bzw. Tierfamilien ab, egal ob ausgestorben oder nicht, die mit der Lunge atmen und Wirbeltiere sind, dann wären das 7.700 bis 9.050 Tiere in der Arche gewesen. Wenn man grob schätzt, dass es 120 bekannte Dinosaurierfamilien gab, wären das 240 Dinosaurier in der Arche. Diese Tiere brauchten samt kleinen Käfigen nur etwa 1/5 des Platzes in der Arche. Viele Leute fragen sich, ob wirklich alle landlebenden Tierarten in die Arche gepasst haben. Viele sagen deswegen, dass die Bibel hier ein Märchen erzählt, weil das gar nicht gehen würde. 1/20 des Volumens der Arche hätte für das Futter gereicht. Für Wasser bzw. Regenwasserversorgung, Futtertrichter, Tiermistentsorgungsanlagen, Schlafplätze, Gänge, Balken und so weiter wäre also viel Platz übrig gewesen. Das ist eine interessante Beobachtung, weil das Noah vor mindestens 4.300 Jahren nicht wissen konnte. Übrigens ist auch die biblische Form der Arche schwimmstabil, nicht aber die der würfelförmigen Arche aus dem altmesopotamischen Gilgamesch-Epos. Dabei muss man bedenken, dass die meisten Tiere nicht sehr groß sind. Auch die Dinosaurier waren meist nicht so groß. Nur die alten Dinosaurier, die zwischen 20 bis 80 Jahre alt waren, waren so riesig, wie wir uns ausgewachsene Raubsaurier oder Sauropoden vorstellen. Noah konnte ja auch einfach Jungtiere mitnehmen. Selbst geschlüpfte Raubsaurier waren nur so groß wie eine Gans oder ein kleiner Hund. Sie hätten also super in die Arche gepasst. Vielleicht haben auch viele Tiere Winterschlaf bzw. Winterruhe gehalten und waren daher friedlich und wenig hungrig. Nachdem die Tiere und Noahs Familie die Arche betreten hatten, regnete es 40 Tage und Nächte lang. Die Quellen der Tiefe brachen auf. Wie genau das geschah, wird unter Schöpfungswissenschaftlern heiß diskutiert. Schöpfungswissenschaftler haben sich überlegt, dass dabei wahrscheinlich ganz viele Vulkane ausgebrochen sind und dass sich dabei die Kontinente bewegt haben. Wahrscheinlich wurden so riesige Tsunamis ausgelöst, die dazu führten, dass Unmengen an Lebewesen verschüttet und fossilisiert wurden. Allerdings sind sich Schöpfungswissenschaftler bis heute nicht einig, welche geologischen Schichten bzw. Systeme tatsächlich zu den Ablagerungen des Sintflutjahres gehören. Die meisten amerikanischen Schöpfungswissenschaftler denken, dass es sich ungefähr um die geologischen Schichten von Kambrium bis Kreide handelt, die alle in einem einzigen Jahr verschüttet worden sind.
Dabei wären zuerst Meereslebewesen verschüttet worden, dann küstenbewohnende Lebewesen, dann Lebewesen auf dem Flachland, wie zum Beispiel in Sümpfen, schließlich höhere Gebiete und schließlich die kühleren und höher gelegenen Gebirgszonen, in denen man Menschen und moderne Säugetiere vermutet. Das bringt dann aber auch Probleme mit sich, insbesondere wenn die betroffenen geologischen Schichten Phänomene beinhalten, die für längere Zeiträume sprechen. Dazu gehören beispielsweise mehrere Schichten von Dinosauriernestern, die übereinander liegen. Es besteht also noch viel Forschungsbedarf, wie die Sintflutereignisse konkret mit den geologischen Schichten zusammenpassen. Ein anderes Modell geht davon aus, dass lediglich das Erdaltertum oder nur Teile davon das Sintflutjahr repräsentieren. So legt Joachim Scheven die Sintflut ungefähr in die Systeme Kambrium bis Karbon. Ab dem Perm wäre die Welt dann nach der Sintflut von sich ständig abwechselnden und durch Kontinentaldrift gestörten Ökosystemen wieder besiedelt worden. Dabei hätten sich weltweit verschiedene Großlebensräume, sogenannte Megasukzessionen, abgelöst. Die Verbreitung mancher Arten, die dem Auseinanderdriften der Kontinente entsprechen, könnte man vielleicht so besser erklären. Dieses Modell ist aber bisher kaum ausgearbeitet worden. Möglicherweise kann man so erklären, wieso erst Meereslebewesen verschüttet wurden, wie im unteren Erdaltertum. Dann Ökosysteme, die nahe am Wasser waren, wie im oberen Erdaltertum. Schließlich kommen die trockenen, wüstenartigen Landschaften des Perm nach der Sintflut. Dann Flachmeere aus dem Erdmittelalter als mögliche Sintflutrelikte und schließlich die stetige Ausbreitung der modernen Säugetiere und Vögel in der Erdneuzeit. Dennoch gibt es bisher kein schlüssiges, ausgearbeitetes Gesamtmodell für den Ablauf der Sintflut. Dies sollte aber auch nicht verwundern, da erst seit wenigen Jahrzehnten von sehr wenigen Wissenschaftlern überhaupt an dieser Thematik geforscht wird. Außerdem berichtet die Bibel, dass Gott aktiv dabei eingriff, einerseits als Gericht für die vorsintflutliche Welt und andererseits in seiner Barmherzigkeit für Noah, seine Familie und die Tiere an Bord der Arche. Da stellt sich die Frage, was davon lässt sich wirklich wissenschaftlich nachvollziehen und was nicht. Auch wenn unklar ist, welche Schichten genau während oder nach der Sintflut abgelagert worden sind, so ist sehr wahrscheinlich von gewaltigen Veränderungen der Topographie der Erde auszugehen. Wenn man von weniger hohen Bergen und weniger tiefen Meeresgräben ausgeht, reicht auch das heute verfügbare Wasser aus, um alle Berge zu bedecken, wie es in der Bibel heißt. Wäre die Erde ganz flach, dann würde das Wasser die Erde nämlich etwa 2,5 Kilometer hoch bedecken. Wenn man davon ausgeht, dass die Dinosaurier mit auf der Arche waren, wieso gibt es sie dann heute nicht mehr? Das ist eine gute, bisher nicht endgültig beantwortete Frage. Schließlich sagt die Bibel nichts dazu. Wahrscheinlich werden Klimabedingungen eine Rolle gespielt haben. Diese haben sich sicherlich infolge der Sintflut massiv verändert. Große Dinosaurier brauchen zum Beispiel genügend Sauerstoff, Wärme und viel Nahrung, um zu überleben. Warum aber auch die kleinen Dinosaurier ausgestorben sind, während Krokodile, Schlangen, Schildkröten und Echsen überlebt haben, stellt bisher sowohl für Schöpfungswissenschaftler als auch für Befürworter der Evolutionslehre ein Rätsel dar. Gut erhaltene Fossilien entstehen in der Regel nur, wenn Tiere oder Pflanzen schnell und katastrophisch verschüttet werden. In ihrem Lebensraum gab es also Naturkatastrophen. Dementsprechend findet man fossil vor allem solche Arten, die häufig in von Katastrophen betroffenen Lebensräumen vorkamen. Deshalb gehen fast alle Wissenschaftler
egal ob sie an Schöpfung oder Evolution glauben, davon aus, dass der sogenannte Fossilbericht in Bezug auf die früher lebenden Arten nicht vollständig ist, weil viele Lebensräume fossil nicht überliefert wurden. Die Fossilien zeigen uns daher nur Ausschnitte aus der Vergangenheit, weil viele Fossilien fehlen. Evolutionsbiologen gehen sogar allgemein davon aus, dass weit über 99% aller fossilen Arten, die sie als Bindeglieder in ihrem Stammbaummodell brauchen, nie gefunden worden sind. Anders gesagt, die Fossilien, die die Evolutionstheorie vorhersagt, sind zu einem gewaltigen Anteil nie gefunden worden. Und laut bisheriger Forschungsgeschichte besteht auch kein Grund zu der Hoffnung, dass man sie noch finden wird. Schöpfungswissenschaftler hingegen müssen sich fragen, wo die heutigen Grundtypen in der Erdvergangenheit mindestens seit dem Kambrium eigentlich sind. Auch sie müssen von vielen fossil nicht überlieferten Lebensräumen ausgehen, wenn auch längst nicht so vielen wie die Evolutionsbiologen. Immerhin kommen heute Fossilien durchschnittlich 107 Millionen radiometrische Jahre oder anders ausgedrückt etwa 18% der Fossilüberlieferung der makroskopischen Vielzeller vor. Es gibt gute Gründe anzunehmen, dass Hiob, der ganz grob zur Zeit oder kurz vor den Erzvätern wie Abraham lebte, noch Dinosaurier gesehen hat, auch wenn das nicht ganz sicher ist. Im Buch Hiob in Kapitel 40 bis 41 wird nämlich von 2 Tieren berichtet, an denen Gott seine Macht als deren Schöpfer offenbart. Es handelt sich bei diesen Geschöpfen um Behemoth und Leviathan. Der Name Behemoth ist ein Superlativ und könnte so übersetzt werden: das Supertier oder das Riesenvieh. Er ist ein gewaltiger Pflanzenfresser, der Anfang oder Erstling der Schöpfungswerke Gottes. Er lebt am Wasser, frisst Gras und hat einen Schwanz wie ein Zederbaum. Doch wer könnte dieses Tier sein? Alle bekannten großen Pflanzenfresser wie Elefanten, Nashörner oder Nilpferde scheitern an dem Schwanz, der sich wie eine Zeder schwingt oder biegt. Die gewaltigsten Pflanzenfresser aller Zeiten, die Sauropoden, hingegen hatten gewaltige baumstammartige Schwänze, die als Gegengewicht zum langen Hals dienten. Lediglich beim Begriff Schwert müsste man dann überlegen, was hier passt. Meint es das Schwingen des Schwanzes wie ein Schwert oder Krallen am Fuß? Diese Krallen waren aber nicht sehr beeindruckend. Da hatte der Iguanodon-Dinosaurier schon beeindruckendere Krallen. Das zweite Tier ist der Leviathan. Er ist ein geschupptes Riesenreptil, das sich im Meer aufhält, tauchen kann, aber sich auch über den Schlamm bewegt und dabei Schleifspuren hinterlässt. Dieses Tier war mit damaliger Waffentechnik nicht zu überwältigen. Der Schuppenpanzer und auch die gefährlichen Zähne werden mehrmals betont. Es wird also ein Fleischfresser gewesen sein. Unsere heutigen Krokodile scheiden aber aus, da sie bereits von den alten Ägyptern mit einfacher Waffentechnik gejagt werden konnten. Auch Warane werden einfach mit Schlingfallen gefangen. Daher wäre es denkbar, dass es sich um ein ausgestorbenes Riesenkrokodil wie Deinosuchus oder Sarcosuchus handelt. Deinosuchus stammt übrigens aus der Überfamilie der heute noch lebenden Alligatoren und wurde über 10 Meter lang. Weitere Kandidaten sind verschiedene Meeressaurier wie massige Pliosaurier oder Mosasaurier. Man vermutet aber, dass diese Tiere nicht an Land oder im Schlamm unterwegs waren, weswegen sie für Menschen an Land sicher keine Bedrohung dargestellt hätten. Ein letzter Kandidat, der sowohl schwimmen und im Wasser jagen konnte, als auch an Land unterwegs war und gewaltige Zähne hatte, ist der Spinosaurus. Mit 15 Metern Länge war er der größte aller Raubsaurier. Er stammte tatsächlich aus Ägypten nahe Israel. Sein kleiner Cousin, der Baryonyx aus England, wurde nur 8 Meter lang und hatte auch kein so imposantes Rückensegel.
Allerdings wird vom Leviathan auch gesagt, dass er Feuer spucken konnte. Das erinnert sehr stark an viele Mythen von Drachen, die ja ebenfalls wie riesige fleischfressende Reptilien aussehen. Wir wissen nicht, wie das genau ging oder auf welchen Fleischfresser dies zutraf. Interessant ist aber, dass der Bombardierkäfer so etwas Ähnliches wie Feuer spucken kann. Er entlässt am Hinterteil aus speziell dafür designten Gaskammern ein Gasgemisch, das sich mit einer Knallgasexplosion mit über 100 Grad Celsius entzündet. Gott als Schöpfer hätte dem Leviathan so etwas auch in die Schnauze einbauen können. Nun stellen sich natürlich viele Christen die Frage, wenn Dinosaurier wie Sauropoden oder Spinosaurier bis zur Zeit Hiobs wenigstens in kleinen Restbeständen überlebt haben, finden wir dann auch Beweise dafür, dass Menschen und Dinosaurier zur gleichen Zeit existierten? Das wäre ein eigenes Thema für sich. Leider gibt es bisher keine unumstößlichen Beweise. Es gibt zahlreiche Abbildungen von Drachen, noch bevor Dinosaurier bekannt wurden, die eine gewisse Ähnlichkeit zu Dinosauriern aufweisen. Aber reichen diese Ähnlichkeiten wirklich aus, um dies sicher zu bestätigen? Und wenn es um andere, sehr explizite Darstellungen wie die Ica-Steine aus Peru geht, die auch Hightech neben Dinosauriern enthalten, woher wissen wir, dass es sich gerade bei diesen Ica-Steinen um solche handelt, die nicht gefälscht worden sind? Auch bei Fußspuren von Menschen und Dinosauriern, die vermeintlich nebeneinander abgelagert worden sind, ist dies zumindest nicht eindeutig genug belegt, um sicher zu sein. Allerdings gibt es Steinwerkzeuge, die fast so alt wie Dinosaurier sind. Darauf hat Michael Brandt in seinem Buch Vergessene Archäologie hingewiesen. Zudem sind auch Blutzellen, elastische Materialien und sogar Proteinreste in Dinosaurierknochen nachgewiesen worden, die eigentlich in 100 Millionen Jahren verfallen sein sollten. Handelt es sich hierbei um einen Hinweis, dass Dinosaurier doch erst vor ziemlich kurzer Zeit ausgestorben sind? Es gab sogar einen Nachweis von C14 in Dinosaurierknochen, obwohl C14 nach etwa 50.000 Jahren nicht mehr nachweisbar ist. Wissenschaftler sollten versuchen, diese Experimente zu wiederholen und zu überprüfen. Ein weiteres Argument lautet, dass es mittlerweile einige Lebewesen gibt, die sich ungefähr seit der Zeit der Dinosaurier getrennt und auseinander entwickelt haben sollen, die sich aber heute immer noch kreuzen können. Dazu gehören Störe, die sich mit Löffelstören kreuzen, sowie Knochenhechte, Farne und Eulen. Gab es wirklich diese Jahrmillionen Evolutionsgeschichte, die doch im Körperbauplan und der Genetik dieser Tiere so wenig geändert hat? Dennoch müssen wir festhalten: Die unumstößlichen Beweise für die Koexistenz von Dinosauriern und Menschen stehen noch aus, auch wenn es im verlässlichen Wort Gottes so berichtet wird. Zum Abschluss noch einige Gedanken darüber, was riesige und schreckliche Echsen bzw. Reptilien im biblischen Kontext für eine symbolische Bedeutung haben. Der Begriff Drache, den man früher sicher auch für Dinosaurier verwendet hätte, kommt auch in der Bibel vor. Er findet sich häufig in den griechischen Übersetzungen des Alten Testaments, die man auch Septuaginta nennt, für ganz verschiedene Tiere. Im Neuen Testament kommt das Wort Drache nur im Buch der Johannes-Offenbarung vor. Dort ist es immer ein Symbol für etwas anderes, sehr Mächtiges, sehr Altes und sehr Gefährliches: den Teufel. So heißt es in Offenbarung Kapitel 12, Vers 9: Und es wurde hinausgeworfen der große Drache, die alte Schlange, die Teufel und Satan heißt, der die ganze Welt verführt.
und er wurde geworfen auf die Erde, und seine Engel wurden auch dahin geworfen. Der Teufel, die alte Schlange oder der gefährliche Drache, hatte damals die ersten Menschen dazu angestiftet, sich von Gott loszusagen und zu sündigen. Das ist auch heute noch bei jedem einzelnen Menschen das Ziel. Wie ein grimmiger Löwe oder ein furchtbarer Tyrannosaurus will er im geistlichen Sinne alle Menschen töten. Er will jeden von uns von Gott losreißen und in die ewige Verdammnis bringen, indem wir gegen Gott und seine guten Gebote sündigen. Und wenn man sich die Welt anschaut mit all dem Bösen und dem Leid, dann könnte man meinen, dass diese alte Schlange damit Erfolg gehabt hat. Jeder von uns ist ein Sünder, der Gott ungehorsam ist. Jeder verweigert Gott und dem Nächsten die Liebe, die eigentlich richtig wäre. Gott müsste uns alle miteinander in die ewige Verdammnis werfen, wohin er eines Tages auch den Teufel einsperren wird. Aber das wollte Gott nicht, und so hat er einen Rettungsplan entwickelt, um die alte Schlange zu besiegen. Wir hatten schon über den Nachkommen von Eva gesprochen, der dies tun würde. Diese Prophezeiung hat sich in Jesus Christus vor circa 2000 Jahren erfüllt, der absolut sündlos lebte und doch an unserer Stelle stellvertretend am Kreuz für unsere Schuld starb. Daher muss Gott uns Menschen nicht mehr bestrafen, sondern kann uns vergeben, wenn wir ihn darum bitten und wenn wir an ihn glauben und ihm nachfolgen wollen, wie es zum Beispiel Noah tat. Und Jesus ist dann an Ostern wieder auferstanden. Da hat er die Sünde und den Teufel und den Tod besiegt. Ein für alle Mal. Deswegen kann uns nichts Böses mehr von Gott trennen. Kein Drache, keine Giftschlange und auch keine bösen Menschen. Wer an Gott glaubt, der wird im Himmel ewig leben dürfen, wo es nichts Böses und keine Schmerzen mehr gibt und wo alles sehr gut sein wird, so wie es am Anfang auch war. Mit dem Unterschied, dass es nie mehr enden wird. Das ist es, was uns die Bibel als Gottes wahres Wort anbietet. Darauf kommt es an. Ganz unabhängig davon, welche wissenschaftlichen Theorien über Dinosaurier sich letztlich als wirklich wahr erweisen werden und welche nicht,